Wird mein Kind gemobbt? Hallo Anna, schön dich wiederzusehen. Wie geht's dir? Ich hoffe, deine Woche war nicht zu stressig. Hallo Ben, mir geht's gut, danke. Und dir? Du siehst ein bisschen nachdenklich aus. Ist alles in Ordnung? Puh, ehrlich gesagt nein. Mein Sohn Lukas kam gestern ziemlich still nach Hause. Normalerweise erzählt er mir alles über seinen Tag, aber diesmal ist er direkt in sein Zimmer gegangen. Ich mache mir Sorgen, dass in der Schule etwas nicht stimmt. Könnte es Mobbing sein? Ich weiß nicht, wie ich das herausfinden soll. Das klingt wirklich beunruhigend, Ben. Es ist gut, dass du so aufmerksam bist. Mobbing ist ein ernstes Thema, das viele Eltern beschäftigt. Lass uns darüber sprechen. Vielleicht können wir gemeinsam herausfinden, worauf du achten solltest. Was genau hat Lukas gemacht oder gesagt? Er war einfach anders. Normalerweise plappert er über Fußball oder seine Freunde, aber gestern hat er nur gemeint, dass er müde ist und ist dann verschwunden. Seine Jacke war schmutzig, aber er hat behauptet, er sei hingefallen. Ich habe so ein komisches Gefühl. Woran merkt man, ob es Mobbing sein könnte? Dein Instinkt ist wichtig, Ben. Mobbing zeigt sich oft in kleinen Veränderungen, die man zuerst gar nicht richtig bemerkt. Typische Anzeichen sind, wenn ein Kind sich zurückzieht, stiller wird, plötzlich keine Lust mehr auf die Schule hat oder mit unerklärlichen Kratzern und verschmutzter Kleidung nach Hause kommt. Es kann auch emotionaler werden. Angst, schlechte Laune, Schlafprobleme. Hast du bei Lukas noch etwas anderes gemerkt? Jetzt, wo du es sagst, er hat letzte Woche mal erwähnt, dass er keine Lust mehr auf den Pausenhof hat. Ich habe zuerst gedacht, er übertreibt, weil er manchmal ein bisschen faul ist. Aber vielleicht steckt doch mehr dahinter. Genau, das könnte ein Hinweis sein. Kinder sagen oft nicht direkt, ich werde gemobbt, weil sie sich schämen oder Angst haben, dass es schlimmer wird. Mobbing ist ja nicht nur ein einmaliger Streit, sondern wiederholtes, absichtliches Verhalten, das jemanden runterzieht. Physisch, verbal, sozial oder online. Was Lukas über den Pausenhof gesagt hat, könnte heißen, dass er sich dort nicht mehr sicher fühlt. Cybermobbing? Er hat zwar ein Handy, aber ich dachte, das wäre eher ein Problem bei älteren Kindern. Wie läuft das ab? Oh, das kann schon bei Jüngeren anfangen. Cybermobbing sind zum Beispiel beleidigende Nachrichten, peinliche Fotos, die verteilt werden, oder der Ausschluss aus Gruppenchats. Ein Kind wird etwa aus dem Klassen-WhatsApp geworfen und gleichzeitig in anderen Chats lächerlich gemacht. Da hört's eben nicht auf, wenn man zu Hause ist. Hat Lukas mal etwas über sein Handy erzählt? Nicht direkt, aber er guckt öfter drauf und wirkt dann genervt. Ich habe gedacht, er spielt nur. Soll ich da mal genauer nachhaken? Ja, aber vorsichtig. Frag ihn nicht direkt, wirst du gemobbt? Sondern lieber, hey, was läuft online so? Oder, was machst du so am Handy? So bleibt es locker und er fühlt sich nicht in die Ecke gedrängt. Klingt machbar. Aber was, wenn er wirklich gemobbt wird? Ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Ich will ihn nicht noch mehr stressen. Als erstes, hör ihm zu, ohne zu werten. Wenn er was erzählt, sag ihm, dass es nicht seine Schuld ist. Das ist enorm wichtig. Viele Kinder denken, sie hätten das Mobbing verdient. Danach könnt ihr überlegen, mit wem er reden kann. Vielleicht ein Lehrer oder eine Vertrauenslehrerin. Und du als Elternteil kannst natürlich die Schule informieren. Alles Schritt für Schritt. Und wenn er nicht reden will? Er ist manchmal echt verschlossen. Das kenne ich aus meiner Praxis. Gib ihm Zeit, aber zeig, dass du da bist. Sag zum Beispiel, ich habe gemerkt, dass du stiller bist. Wenn du reden willst, bin ich immer für dich da. Manchmal schreiben Kinder ihre Gefühle lieber auf oder trauen sich erst nach Wochen. Ich hatte mal einen Jungen, der mir sehr spät erzählt hat, dass er im Sportunterricht ausgelacht wurde. Und erst durch eine Zeichnung wurde das klar. Das mit der Sicherheit klingt logisch.
Aber was kann er selbst tun, wenn's passiert? Ich will, dass er sich wehren kann. Er sollte versuchen, ruhig zu bleiben. Mobber wollen oft eine starke Reaktion. Er kann laut und klar Stopp sagen und dann weggehen, am besten zu einem Lehrer oder zu Freunden. Wichtig ist, dass er nicht allein bleibt. Und bei Cybermobbing nichts zurückschreiben, alles speichern, Screenshots machen und dir oder einem Lehrer zeigen. So hat er Beweise, falls es eskaliert. Speichern und melden, merke ich mir. Und was ist mit der Schule? Ich habe gehört, manche Lehrer ignorieren sowas. Leider kommt das manchmal vor. Aber Schulen haben eine Verantwortung und sollten Anti-Mobbing-Richtlinien haben, Lehrkräfte schulen und konsequent eingreifen. Es gibt Programme wie Kiva aus Finnland oder Fairplayer in Deutschland, die Mobbing bis zu 30% reduzieren, weil sie nicht nur reagieren, sondern präventiv arbeiten. In einer Schule, wo ich beraten habe, hat Fairplayer sehr geholfen. Die Kinder lernten Konflikte selbst zu lösen und Zivilcourage zu zeigen. 33% ist echt viel. Was genau machen die Programme? Kiva ändert zum Beispiel die Gruppendynamik, indem es die Kinder, die bisher nur zusehen, motiviert, das Opfer zu unterstützen. Fairplayer übt soziale Kompetenzen wie Empathie und Zivilcourage durch Workshops. Ich habe mal erlebt, dass ein eigentlich stiller Junge plötzlich »Lasst ihn in Ruhe« rief und die anderen sofort stoppten. Es braucht aber immer Engagement von der Schule. Das klingt wirklich hoffnungsvoll. Aber was, wenn die Schule nicht viel tut? Ich möchte Lukas nicht allein lassen. Dann gibt es externe Hilfe. In Deutschland zum Beispiel die Nummer gegen Kummer. Für Kinder ist das die 116 111. Anonym, montags bis samstags, von 14 bis 20 Uhr. Und für Eltern die 0800 111 0550, montags bis freitags, von 9 bis 11 Uhr, dienstags und donnerstags bis 19 Uhr. Außerdem gibt es Organisationen wie Zeichen gegen Mobbing, die Schulen beraten. Du bist nicht allein, Ben. Danke, das beruhigt mich ein bisschen. Aber wie schlimm kann das werden? Ich habe Angst, dass es Lukas sehr runterzieht. Deine Sorge ist verständlich. Mobbing kann zu Angst, schlechten Noten oder Rückzug führen. Langfristig kann es sogar Depressionen oder Vertrauensprobleme auslösen. Viele Erwachsene tragen sowas noch Jahre mit sich herum. Aber je früher man eingreift, desto besser. Ich hatte mal einen Fall, in dem ein Mädchen nach Monaten Mobbing mit Therapie und Schulwechsel wieder total aufgeblüht ist. Es ist also nicht hoffnungslos. Das nimmt mir ein bisschen den Druck. Aber ich fühle mich auch verantwortlich. Ich erinnere mich an meine Schulzeit. Da gab's einen Jungen, der immer gehänselt wurde, weil er kleiner war. Ich habe damals nichts gesagt. Und das tut mir heute noch leid. Das ist sehr ehrlich von dir. Viele haben solche Erinnerungen. Aber genau deswegen ist es so wichtig, dass Zuschauer nicht wegschauen. Schon wenn man dem Opfer beisteht oder hinterher mit ihm redet, kann das was ändern. Ich hatte mal einen Schüler, der nur dank 2 Freunde wieder Selbstvertrauen bekommen hat. Du kannst Lukas zeigen, wie er anderen helfen kann. Das stärkt ihn selbst. Finde ich super. Ihn stärken, indem er anderen hilft. Aber was ist mit den Mobbern selbst? Warum machen sie das? Oft suchen sie Aufmerksamkeit oder Macht oder haben selbst Probleme, zum Beispiel Stress zu Hause. Das rechtfertigt natürlich nichts, erklärt aber manchmal ihr Verhalten. Schulen sollten auch mit den Mobbern arbeiten, anstatt nur zu bestrafen. Mediation oder Gespräche können helfen, solange es nicht zu weit eskaliert ist. Aber wichtig ist, dass Lukas sich sicher fühlt. Alles klar. Ich werde mit ihm reden, die Schule ins Boot holen und die Nummern parat haben. Aber wie verhindere ich, dass das wieder passiert? Prävention ist der Schlüssel. Zu Hause könnt ihr auf Empathie achten, also wie man miteinander umgeht. In der Schule können Programme wie Fairplayer helfen
Und es ist wichtig, dass Kinder digitale Bürgerschaft lernen, also respektvolles Verhalten online. Du kannst ihm beibringen, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, ohne Angst. Das sind kleine Schritte mit großer Wirkung. Das klingt nach einem Plan. Ich fühle mich schon weniger hilflos. Vielleicht spreche ich heute Abend beim Essen mal ganz ruhig mit ihm, wie es wirklich läuft. Perfekt, Ben. Und wenn er sich öffnet, zeig ihm, dass ihr das gemeinsam schafft. Kinder brauchen das Gefühl, nicht alleine zu sein. Ich drücke euch fest die Daumen. 3 Wochen später, der Nachfolgetreff. Na, Ben, wie ist es euch die letzten Wochen ergangen? Hast du mit Lukas gesprochen? Hey Anna. Ja, und du glaubst es nicht. Es hat sich echt einiges getan. Noch ist nicht alles perfekt, aber er ist viel entspannter. Danke, dass du mich ermutigt hast, das anzugehen. Das klingt super. Erzähl mal, was genau passiert ist. Ich habe ihn beim Abendessen relativ locker gefragt. Hey, wie läuft's mit deinen Freunden? Erst hat er rumgedruckst, aber dann rauskam, dass 2 Jungs ihn in der Pause immer Baby nennen und seine Sachen verstecken. Er war richtig erleichtert, das loszuwerden. Das ist ein großer Schritt. Wenn er sich öffnet, heißt das, er vertraut dir. Wie hast du reagiert? Ich habe betont, dass es nicht seine Schuld ist. Dann haben wir überlegt, was er tun kann. Er wollte gern mit dem Lehrer reden, aber nicht allein. Also bin ich mit zur Schule. Genau darum geht's. Zusammen stark sein. Und wie hat die Schule reagiert? Der Lehrer war erstmal überrascht, hat es aber ernst genommen. Er hat mit den Jungs gesprochen und sie mussten sich entschuldigen. Lukas sagt, sie schauen ihn zwar immer noch komisch an, aber er fühlt sich nicht mehr so hilflos. Das ist ein großer Fortschritt. Ihm tut es bestimmt gut, dass er sich getraut hat, das offen anzusprechen. Hast du ihm noch etwas geraten? Ja, ich habe ihm gesagt, er soll klar Stopp sagen und zu seinen Freunden gehen, wenn es wieder passiert. Und was sein Handy angeht, rede ich jetzt häufiger mit ihm darüber, was so in den Chats abgeht, ohne zu spionieren. Er hat sogar gemeint, dass er die Nummer gegen Kummer anrufen würde, wenn es schlimmer wird. Toll. Er lernt, sich zu wehren und Hilfe zu holen. Und wie fühlst du dich dabei? Ziemlich erleichtert, aber ich bleibe wachsam. Vor allem freue ich mich, dass er wieder mehr lacht. Ich habe auch mit anderen Eltern gesprochen, deren Kinder ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht sollten wir was Größeres in der Schule anstoßen? Auf jeden Fall. Ein Elternabend zum Thema Mobbing oder ein Workshop wie Fairplayer könnte echt was bewegen. Du könntest den Anstoß geben und andere Eltern ziehen sicher mit. Gute Idee. Ich habe jetzt das Gefühl, wir können wirklich etwas verändern. Nicht nur für Lukas, sondern auch für andere Kinder. Wer hätte gedacht, dass ein Gespräch mit dir so viel bewirken würde? Ich bin stolz auf euch beide. Es braucht Mut, aber wenn man dranbleibt, kann wirklich was Positives entstehen. Genau. Also auf ein Leben ohne Mobbing? Auf ein Leben ohne Mobbing. Für Lukas und alle anderen.